Liebe Medienschaffende, liebe Freunde des Lucerne Festivals, ganz herzlich willkommen bei uns zu unserer traditionellen Programmvorschau. Als wir Sie zu heute Morgen eingeladen haben, konnten wir uns die Welt, wie wir sie heute vorfinden, nicht vorstellen. Und der Schock über den Krieg in der Ukraine sitzt tief bei uns allen. Mit der Ausladung des staatlichen Mariinsky-Orchesters mit Valery Gergiew und dann auch Denis Matsojew meinen wir, unser Zeichen gesetzt zu haben. Eine ganz andere Herausforderung war für uns über die letzten 2 Jahre die Bewältigung der Corona-Krise. Das Virus hielt uns alle in Atem. Auch wir tauschten uns vornehmlich über elektronische Medien aus und umso glücklicher bin ich, dass wir heute uns wieder face-to-face treffen können und vielen Dank, dass Sie die Einladung für heute Morgen angenommen haben. Die Frage ist im Raum, wie übersteht man eigentlich 24 Monate mit dauernd ändernder Faktenlage und mit Verunsicherung hüben und drüben. Und gerade eine international ausgerichtete Kulturinstitution, wie wir das sind, die weitgehend selbstfinanziert ist und trotzdem stark von behördlichen Auflagen abhängt, ja, da bläst einem doch ein sehr kalter Wind entgegen. Die Frage war immer, wer darf, wer kann, wer will kommen und was mutet man eigentlich dem Publikum zu und wie schützt man Künstlerinnen und Künstler vor, auf, neben und hinter der Bühne? Wie viel Risiko ist man bereit zu nehmen und wo sind allenfalls rote Linien, die es nicht zu überschreiten gilt? Unser oberstes Ziel während dieser ganzen Zeit war und ist präsent bleiben. Präsent bleiben, das sind wir unseren Künstlerinnen und Künstlern, das sind wir aber auch Ihnen, das sind wir unserem Publikum schuldig. Ja, wir sagten ganze Konzertreihen ab, aber doch mit einiger Gegenwehr. 2020 stampften wir in kürzester Zeit das Live-Festival aus dem Boden und im Sommer 2021 konnten wir mit einem 4,5-wöchigen Programm doch mehr oder weniger im normalen Rahmen durchführen. Und im Herbst hatten wir sogar die Kraft, mit dem Forward Festival für zeitgenössische Musik neue Akzente zu setzen. Ja, was haben wir gelernt in dieser Zeit? Ich möchte das doch heute Morgen kurz zusammenfassen. Es sind 5 Punkte. Der erste: Nur wer über genügend Eigenkapital verfügt, kann in einer Krise agieren. Denn Sparen alleine, das reicht nicht. Agieren heißt immer auch investieren. Und unser Eigenkapital gab uns den notwendigen Spielraum, Risiken einzugehen. Konkret heißt das zum Beispiel, nicht nur den Betrieb aufrechterhalten, sondern auch Neues zu wagen, anders zu arbeiten und auch einmal eine Annulation kurzfristig in Kauf zu nehmen. Zweitens, auch ein wichtiges Learning: Wer in guten Zeiten in Beziehungen zu Künstlern und Künstlerinnen, zu Behörden, zu Freunden und Sponsoren investiert, kann sich in Krisenzeiten auf sie verlassen. Ich kann Ihnen sagen, es ließ uns niemand im Stich, niemand ließ uns hängen, weder Orchester noch Interpretinnen, Solistinnen oder Solisten, Freunde noch Sponsoren. Im letzten Sommer zum Beispiel durften die amerikanischen Orchester nicht reisen. Sie erinnern sich, Chicago und das Boston Symphony Orchester mussten ihre Präsenz bei uns absagen. Und das führt mich zur nächsten Erkenntnis: Wer über ein eigenes Orchester verfügt, hat Handlungsoptionen. Live ist live. Das war nur möglich, weil kurzfristig das Lucerne Festival Orchestra einsprang. Und im Sommer 2021 übernahm das LFO mehrere zusätzliche Konzerte, eines sogar ohne Dirigenten. Viertens: Krisen fördern die Solidarität. Wir konnten unsere Anzahl Freunde sogar erhöhen. Die Sponsoren hielten uns die Treue und die öffentliche Hand sprang ein
und beteiligte sich 2020, also im ersten Jahr, mit einer halben Million Franken à fond perdu. Für 2021 waren wir dann so gut vorbereitet, dass wir keine Ausfallentschädigung vom Kanton Luzern in Anspruch nehmen mussten. Und zum letzten Learning, vielleicht das Schönste aus den 5. Große Herausforderungen schweißen Teams zusammen. Ich konnte 1:1 erleben, wie das Team um Michael Häfliger sich allen Widrigkeiten stellte und für das oftmals Unmögliche kämpfte und am Schluss sogar die Kraft fand, Neues zu schaffen. Zum Beispiel das Lucerne Festival Contemporary Orchestra, bestehend aus Musikerinnen und Musikern aus dem Academy Network, oder das neue Frühjahresfestival, das Mendelssohn-Fest, das wir in einem Monat bei uns im KKL zeigen dürfen. Und schlussendlich auch ein neuer visueller Auftritt, mit dem wir klar kommunizieren, wir brechen auf zu neuer Ära. Die Resonanz war großartig. Weltweit wurde über uns berichtet und weil das Reisen so umständlich war, kam vor allem das Publikum aus der Schweiz zu uns. Wir hatten eine Auslastung von 96% von unseren Konzerten. Ich danke hier allen, die dazu beigetragen haben, Künstlern und Künstlerinnen, dem Publikum, der Kritik und den Sponsoren, den Vertretern des offiziellen Luzerns, aber vor allem dem Festivalteam um Michael Häfliger, welche dies in einer unglaublichen Parforce-Leistung möglich gemacht haben. Jetzt nach dieser Einführung, bevor ich Michael übergebe für die Programmvorschau, laden wir Sie ein zu einem ersten musikalischen Tupfer. Mishka Rush the Moment spielt Summertime von Earl Wild aus der Fantasie über Porgy and Bess. Bitte, vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, das war Mishka Rushdie Moment mit Summertime von George Gershwin. Das hört sich ja alles sehr lieblich, sehr schön und begeisternd an. Herrliche Interpretation. Ein erster Einblick in eines der wichtigen Werke dieses kommenden Sommers, nämlich Porgy und Bess, die Oper von George Gershwin, die wir live erleben werden auf der Bühne des KKL unter der Leitung von Alan Gilbert und natürlich einem Solistinnenensemble aus rein schwarzen Sängerinnen. Und wir haben uns überlegt, für einmal laden wir sie nicht in ein schönes Jugendstilhotel am Vierwaldstätter See, natürlich mit Blick auf die Bergwelt und den schönen See, sondern für einmal laden wir sie auch in eine andere Welt von Luzern, die Luzern auch hat, nämlich die Industrie, ein altes Industriegelände, ein Gebäude hier, das eine Location ist, wo man Möbel, wo man Unterschiedliches kaufen kann, wo alles möglich ist, Diversität an erster Stelle steht. Und wir haben gedacht, das ist ein idealer Ort eigentlich, um Sie heute auch in dieses Thema Diversity, das jetzt den kommenden Sommer hier ganz stark bestimmen wird, einzuführen. Wir wussten damals nicht, was jetzt passiert, was die Welt schockiert, was uns alle schockiert, was uns schlaflose Nächte bereitet. Nämlich wir wussten nicht, dass es einen brutalen Krieg in der Ukraine geben wird durch russische Aggressoren, durch einen böswilligen Diktator und Machthaber erzeugt, nämlich Wladimir Putin. Das wussten wir nicht und wir sind zutiefst schockiert. Wir waren vor keine andere Wahl gestellt, als die Konzerte von Valery Gergiev mit dem Mariinsky-Orchester abzusagen. Auch den Auftritt von Denis Matsujew haben wir abgesagt, aber auch bewusst gesagt, das ist jetzt nicht ein Rundumschlag gegen russische Musikerinnen und Musiker, sondern das ist eine klare Absage an die, die sich immer und stark hinter Wladimir Putin und seine Vision gestellt haben. Das ist sehr traurig. Wir haben sehr gute und sehr enge Beziehungen, gerade auch zu Valery Gergiev, aber auch zu Denis Matsujew gepflegt. Und es ist bitter, solche Entscheide zu treffen. Das darf ich sagen. Sie wissen alle, dass ich durchaus auch ein Kenner Russlands bin und dieses Land sehr vielseitig erlebt habe. Und wir empfinden alle nach wie vor die russische Kunst als einen ganz, ganz entscheidenden, wichtigen Bestandteil unserer Kultur. Und das wollen wir hier sicherlich auch weiter pflegen und weiter gedeihen lassen. Ja, wir sind dabei, Ersatz zu finden für die 2 Mariinsky-Konzerte. Am 21. August wird das Luzern Festivalorchester auftreten, das steht fest. Wir geben das Programm, sobald das möglich, bekannt. Und am 22. August tritt dann das Budapest Festivalorchester auf. Es kommt mit Ivan Fischer, Daniel Trifonow als Solist mit Beethovens 4. Klavierkonzert, beginnend mit der Koroljan-Ouvertüre von Beethoven und endend mit der Eroica-Symphonie von Ludwig van Beethoven. Wir sind glücklich, dass wir schon jetzt diese Lösung finden konnten und danken auch Ivan Fischer und dem Budapest Festivalorchester. Die werden ja dann am 23. Orchester mit Wagners Walküre, erster Akt, hier sicherlich das Publikum zu faszinieren wissen. Als wir uns für Diversity entschieden haben, gebe ich ehrlich zu, wussten wir, das wird keine einfache Reise in ein Thema, das unendlich ist, das nicht endlich ist. Es ist nicht ein Thema, das man einfach irgendwie mal macht und wieder abhakt und im nächsten Jahr macht man das nächste, sondern wir haben die Türe aufgemacht, das kann man sagen. Wir haben den Stein ins Rollen gebracht, sehen aber auch gleichzeitig, uiuiui, das braucht noch viel Arbeit, das ist erst der Anfang eines Prozesses. Aber wir haben auch gesehen, es ist so wichtig, das Luzern Festival, eines der bekanntesten, größten Klassik-Musikfestivals, ein elitäres Festival, darf man auch sagen, das sich eben doch auch einer sehr elitären Sicht irgendwo verpflichtet.
das sich gegenüber der Höchstleistung verpflichtet und das die Tradition der klassischen Musik sehr stark pflegt. Aber auch ein Festival wie das unsere darf sich weiter bewegen, darf sich selbst hinterfragen, in Frage stellen und darf Themen angehen, die sehr, sehr schwierig sind, die komplex sind und die unsere Gesellschaft zutiefst bewegen. Ich darf Ihnen gleich sagen, wir haben keine abschließenden Antworten gefunden. Und wir haben auch gesehen, in all der Vielfalt, die dieses Thema mit sich bringt, braucht es eine Fokussierung. Und die haben wir gemacht im Bereich People of Color, also Musikerinnen und Musiker, die People of Color sind, also Minderheiten, ethnische Minderheiten auch vertreten. Und wir haben auch gesagt, wir wollen das Thema Frauen in der Kunst weitergehen. Sie erinnern sich alle, 2016 haben wir das Thema Primadonna gelebt, mit 16 Dirigentinnen waren es, glaube ich, damals, die wir vorgestellt haben. Es war auch so ein Versuch, weiterzukommen, vielleicht auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Warum ist es nicht möglich, dass wir mehr Dirigentinnen auch auf den besten Konzertbühnen mit den besten Orchestern erleben? Allein in der Schweiz gibt es bis heute noch keine Dirigentin, keine Chefdirigentin eines professionellen Orchesters. Und das ist natürlich schon besorgniserregend. Auf der anderen Seite hat es jetzt schon einige sehr, sehr positive Schritte gegeben. Herausragende Dirigentinnen wie Mirga Grazinyte-Thüler in Birmingham, Susanna Melki in Helsinki, die ja im kommenden Sommer auch bei uns sein wird, Nathalie Stutzmann in Atlanta, Marion Alsop in Wien, die mehrmals bei uns war, konnten in den letzten Jahren wichtige Chefpositionen übernehmen. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier die Visuals. Das war auch harte Arbeit, das kann ich Ihnen sagen. Das ist nicht in einem Tag entstanden. Da waren viele, viele Telefone mit unserer Agentur. Und wir sind aber letztlich doch zu einer Vision gelangt, die uns sehr gut gefällt. Sie sehen hier eigentlich das Thema Schach, also Strategie, Machtgefühl. Der König fällt im Hintergrund, das Einhorn tritt in den Vordergrund und die Königin wird zum prägenden Bestandteil als auch Symbol, wie es in unserer Gesellschaft sein sollte, was die Rolle der Frau anbelangt. Also der Prozess ist mit diesem Visual eingeleitet und ich hoffe, wir können alle dann aus diesem Sommerfestival herauskommen und sagen, wow, wir haben einen Schritt vorwärts gemacht. Ich war in den 70er Jahren Schüler an der Juilliard School und es gab viele schwarze Studentinnen und Studenten, aber nicht in der klassischen Musik. Ich erinnere mich an eine Cellistin, die heute im Juilliard-Quartett spielt, und einen Bratschisten. Das waren die einzigen Kolleginnen, die ich hatte, mit schwarzer Hautfarbe. Und man hat gar nicht weiter darüber nachgedacht. Man hat gedacht, gut, sind viele im Pop, viele im Jazz und viele im Tanz. Und damals war Alvin Ailey natürlich ein sehr prägendes Ensemble, das man auch oft besucht hat. Aber irgendwie den Bogen zur Klassik hat man nicht gespannt. Und nach all den Recherchen, die wir jetzt gemacht haben, was schwarze Musikerinnen und klassische Musik anbelangt, sehen wir, dass unglaublich viel versäumt wurde, dass Komponistinnen und Komponisten ausgelassen wurden, in den Hintergrund geschoben worden, nicht berücksichtigt worden, die wir versuchen jetzt, einige davon hier im kommenden Sommerfestival zu präsentieren. Die Präsenz von Musikern und Musikern aus dem Kreis der People of Color steht also im Mittelpunkt. Wir werden unter anderem großartige Solistinnen wie die Sängerin Golda Schulz. Sie wird neu die Rolle der Artiste Étoile in diesem Sommer übernehmen. Und der Cellist Sheku Kane-Mason wird am Schlusskonzert mit Schostakowitschs zweiten Cellokonzert uns alle begeistern mit dem Chinique Orchestra. Hochkarätige Kompositionen schwarzer Komponistinnen wie Florence Price und Valerie Coleman erleben ihre Erstaufführungen in Luzern. Der schwarze Komponist Tishon Sori, eine faszinierende Persönlichkeit, wird als Artiste Étoile
die Nähe zwischen der zeitgenössischen Avantgarde und dem Free Jazz, zwischen dem atonalen und tonalen hier in Luzern ausloten. Ja, ich sage es ehrlich und ich habe diese Zeilen geschrieben und mir schon gedacht, wir haben ein schlechtes Gewissen. Man könnte jetzt in ein Schuldgefühl verfallen, das einem lähmt oder das einem verzweifelt macht. Und man muss einfach auch sagen, das sind Fehler gemacht worden, Versäumnisse haben stattgefunden gegenüber gerade auch People of Color, also auch schwarzen Musikern und Musikern in der klassischen Musik, die wir ausgegrenzt haben. Aber man kann hier in Luzern und mit der Kraft des Luzern Festival jetzt auch ein Statement machen und die Welt weiter bewegen. Wir haben gesehen damals, 2016 mit Primadonna, es war möglich und es ist was passiert. Und ich glaube, wir haben hier in Luzern auch eine Verantwortung zu nehmen und zu spielen und aber auch Ihnen allen, uns allen etwas zu zeigen und etwas kennenzulernen, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht gekannt haben. Eben auch ganz tolle Kompositionen, wie zum Beispiel die erste Symphonie von Florence Price, die uns das Philadelphia Orchester und Yannick Nézet-Séguin näher bringen werden. Eine ganz spannende Kombi, wir werden noch mehr von ihr hören. Ich darf ganz herzlich Gigi Nwanuku bei uns begrüßen. Sie ist extra aus London zu uns gekommen. Sie und ihre wunderbare Organisation, die Chinike Foundation, werden eine ganz wichtige Rolle spielen beim Festival. Ihre beiden Orchester, das Chinike Youth Orchestra und das Chinike Orchestra, werden zum einen am 9. August das Festival eröffnen auf der Plattform Music for Future und werden aber auch das Finale des Festivals am 11. September, also das große Festivalfinale, hier bestreiten. Und das hat es eigentlich in Luzern noch nicht gegeben, so ein Statement. Und ich glaube, das wird etwas bewegen. Und die wunderbaren Musikerinnen und Musiker des Chinike Orchestra, der Chinike Foundation, werden uns zu begeistern wissen, nicht nur zu begeistern wissen, aber auch die Augen öffnen für Neues, für ein neues Bewusstsein und für ein Weiterdenken. Gigi Nwanuku hält am 12. August auch die Eröffnungsrede beim Eröffnungskonzert, das traditionsgemäß vom Luzern Festival Orchester unter der Leitung von Ricardo Chailly geführt wird. Es wird beginnen mit einem neuen Werk von Wolfgang Riem, unserem künstlerischen Leiter der Lucerne Festival Academy, der in diesem Jahr auch seinen 70. Geburtstag feiert. Und Anne-Sophie Mutter wird das Violinkonzert von Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, spielen. Er war ja bekannt als ein Zeitgenosse Mozarts. Man hat ihn auch den Mozart Noir genannt. Eine faszinierende Persönlichkeit. Wir werden nachher noch ein bisschen über ihn sprechen. Das Eröffnungskonzert wird natürlich auch traditionsgemäß aufs Inseli unter dem Titel Lakeside Symphony übertragen für alle Luzernerinnen und Luzerner, die nicht in den Konzertsaal kommen. Gigi, a hearty welcome to you and thank you again for joining us. And we'll go over now and I will ask you a few questions. Sorry, I'm going to keep my coat on. Well, thank you, Gigi, for joining us, and thank you for being such a strong part of the Lucerne Festival in the summer. I know that is not an easy thing to do, to bring two orchestras, organize everything, the programs and the musicians. And what I saw when I came to London a couple of weeks ago, what kind of hard work this is. You know, it all looks nice on the outside. First orchestra of black musicians. It all looks good, it all looks like a fantastic story. But you, as the founder of the Chinike Foundation, you've done so much work in building it up, in finding the vision, in convincing politicians, in finding sponsors.
government support and everything, and finding and building up the quality of the ensemble. What led you to the decision to create this organization, and how did you build it up? I think, well, first of all, thank you for having me and you know, the concerts that you've given us this year. But after a career of already 35 years in the industry on the international concert platform, I was always the odd one out as far as ethnicity was concerned. And it's not that I wore it on my shoulder as an awkward thing, because I was just, you know, that was my world. I'd never had a conversation about it, but it was very clear to me that all of our ensembles and orchestras simply did not resemble or reflect the communities that we live in. And for me, this was becoming more of a problem. And with the incredible support of Ed Vaizey, the previous, he's Lord Ed Vaizey now, he asked me, what can we do about it? What can you do about it? And the more I thought about it, I realized this was something that I had a responsibility to do. One thing I saw when I was there is that the programs you present, the concert formats you present, are highly unusual. It's not the usual everyday symphony concert. There's clapping between the movements. People are totally relaxed. You give a moderation. It's something else. It's like well, as the Times newspaper said at our November concert, he said something like, you know, nothing can stop this party, and so which is a compliment really, because our audience, like the orchestra, reflects the community, and it's not just ethnically diverse, but it's age range diverse, from sort of age 4 to 94 is in our audience. You will see 4 generations of a family sitting in our audience. And one of the things that I've made it very clear, that if we are going to change something about the industry that has become so rigid in a way, where we have these rules that came in during the 19th century, where we have to really not, the audience has to sit there like a sort of, you know, silent observer in something like music. Music is movement. Music is sound. Just, you know, the way music affects the airwaves, it's movement. And so I just say, you know, when people clap in between movements, that's because they're reacting authentically. And if they didn't like it, they wouldn't clap. So, do you think it makes sense what we're doing in Lucerne Fest? I think it's, with the diversity theme. I mean, you know, Michael, I've kind of said to you a few times that this, I think, what Michael has and the team have done for this year's festival is absolutely outstanding on the world stage. I have to say this because it's a huge commitment. It's one thing for a person of colour to make a statement and come out like this, but for a festival based in Switzerland, one would never expect to see this. And I think this is going to be an enormous statement to the rest of the world. So because if we want to develop future audiences and music, this is a step forward. So you just said Switzerland. What does that mean? Because one doesn't expect it. Well, because Switzerland, you know, when you think of, Switzerland is such a sort of perfect. It comes across as a country that's very perfect, and the classical music scene we expect to be absolutely the tradition that we've all grown up in, and no variation, and diversity in Switzerland in classical music, no, and I think, but in a nice way. But I just think it makes it even more vibrant and even more persuasive to other festivals across the world, because if you're going to do it in Lucerne, one of the most important festivals
on the planet, then I think someone has to crack the door open to say, yes, we can do this. And look, everyone's had a great time. And that's the most important thing. And I know I'm in the minority here at this conference, but I can assure everyone in the room that all of you will find something on the stage, either in the music or in the people playing, that you can identify with, because it's majority. It's not the black orchestra, it's majority black and ethnically diverse. And therefore, it's completely inclusive. And it's not about just all of these people of ethnicity that you never see anywhere else because they've been historically excluded for some strange reason. It's about belonging. What is that strange reason? Well, Now we have 5 more minutes. Yeah, this is a question I would like to ask a lot of people, because when I made this decision about what I was going to do, I was told by some of my learned friends and colleagues, but Chichi, you can't do this because classical music, it's not really your sort of music, is it? You've been watching me for 35 years and now you're telling me it's not really my sort of music. So let's just dig into that a little bit. And secondly, why? Just because you're only used to seeing one mixed ethnicity person doesn't mean that there are not many others that none of us have seen yet. And then I was told, but the standard's not high enough. If those who play are not very, and then I find Sheku and many others. And I had so many people giving me negative feedback before the first concert, which for a person like me, it's just going to make me try even harder. And so the more I looked, the more I found the well of talent runs deep. I only knew 5 people of colour that I'd ever worked with in all those years. And it's been an incredible journey of discovery, really, because what were all these people doing? And the talent is there. There's either socio-economic reasons to block them. There's audition systems that block people, trial systems where often if somebody wins a trial for an orchestra job, they then, for an audition, they win an audition, they get a trial. The trial period is so dangerous because quite often, you know, the biggest excuse to exclude people is by saying that they can play well, but they just don't fit in. And what is it that we don't fit in with? And it's often a sort of cultural thing. And I say that all of these organisations who are now looking at all of the orchestras in England, certainly, are beginning to now look very seriously at the lack of diversity, and they're talking to us about what can they do to change things. And some of them want to borrow occasional players of Chineke, and then those players come back and say, I didn't have a very good experience. And I say, well, why? A, I was probably better than the person I was sitting next to, and B, I was made to feel I was just a tick box, and so I didn't feel comfortable. And that's why I said it's not enough just to include us. We need to feel as though we belong. Belonging is a basic human need, and we have all the skills to bring to the party, to the concert, to the rehearsal. We just need the opportunity. So what needs to happen is the culture within the organisations need to look at themselves and change. They need to take courses, they need to do something, because we are not here, as some people felt when we first started, that they were terrified that we were here to take jobs and take things away. But no, we are here to amplify what is already there, and which includes bringing new, incredible repertoire that's been neglected over the centuries, as well as new repertoire by black and ethnically diverse composers. Now you're bringing fascinating programs to Lucerne with your 2 orchestras. What can you tell us about these programs? Well, the juniors are going to be opening with some Samuel Coleridge Taylor, who was an incredible composer, whose mother was white English, his father was a black Sierra Leonean medical doctor who never met his son. He went back to Sierra Leone,
when his girlfriend was pregnant, so he didn't even know of his son. Samuel went to the Royal College of Music at the age of 15, winning a violin scholarship, and he started at the college the same day as Vaughan Williams and Gustav Holst, and became the most talented composition student at the Royal College. He was popular in his day. The King of England used to come and watch new concerts. He sadly died very young at the age of 37 in 1912, but he'd accomplished so much in such a short space of time. He was invited 3 times to the USA, for example, went to the White House, had incredible things happening, and his violin concerto, which is extraordinary, we've just recorded it. But so they're doing that. Coleridge Taylor, and then this piano concerto by Stuart Goodyear, who's half Trinidadian, half Canadian, incredible pianist. It's called Callaloo, and it'll be played by Gerardo A. Monche, and then they will end with Tchaikovsky Symphony No. 4. Our concert, the professional orchestra concert, will begin with an incredibly exciting piece by a living black Canadian composer called Brian Nabors. It's called Pulse, and it talks about the sort of individual person on the street. Everybody has their own rhythm and pulse, and everyone moves in their way around the world. And this piece brings together it's the meeting of all these individuals' energy into this piece. The second piece is with Sheku Kane-Mason as our soloist, playing Shostakovich Concerto No. 2, that we don't often play. And then we end with the most extraordinary symphony by William Dawson. This was premiered in the 1930s in the Carnegie Hall in New York by the Philadelphia Orchestra. It's a symphony that absolutely brought the house down in the Carnegie Hall, and the composer was called many times back to the stage at the end, and he was probably the only black person in the entire Carnegie Hall. And one would have thought his career would have taken off after that, but he was never called upon again, and he never wrote another symphony. So we can't wait to play it. We can't wait either. And thank you, Gigi, so much for being here and giving this wonderful insight view into your organization, into your work. And just wonderful. Ja, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich ganz herzlich Susanne Ster begrüßen. Wir werden jetzt über die Symphonie, die großen symphonischen Höhepunkte im kommenden Sommer sprechen. Liebe Susanne, herzlich willkommen. Was sind für dich die ganz großen Highlights im Zusammenhang natürlich auch mit unserem Thema Diversity? Weshalb ich jetzt nicht zu sprechen komme auf die Big Players, auf die Parade der internationalen Orchester, die Sie ja jeden Sommer bei uns zu erleben gewohnt sind. Also nicht die Berliner, die Wiener, Cleveland, Philadelphia, Budapest Festival Orchestra, West Eastern Divan Orchestra und so weiter und so fort. Sondern ich möchte mich auf den Mehrwert dieses Sommers beziehen. Und der Mehrwert, das sind ohne Frage die 16 Black Composers, die wir ins Programm genommen haben. Und das Interessante daran ist, das sind nicht nur Komponisten der Gegenwart mit neuen Partituren, sondern es sind auch solche aus dem historischen Repertoire. Komponisten, die man vergessen hatte und deren Werke man jetzt erst wieder entdeckt. 2 davon möchte ich herausgreifen. Den einen, Michael hat ihn vorhin erwähnt, als Le Musa Noir, aber so heißt der eigentlich erst seit 2003 ein kanadischer Film über Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, herauskam. Denn zu seinen Lebzeiten hätte man eigentlich Mozart als Le Saint-Georges Blanc benennen müssen. Denn in Paris war Saint-Georges sehr viel berühmter als Mozart, der dort vergeblich versuchte, Fuß zu fassen. Joseph Bologne ist der Sohn eines französischen Adeligen und einer schwarzen Sklavin, geboren auf Guadeloupe 1745. Im Alter von 3 Jahren kam er nach Frankreich und dort wurde er zum einen militärisch ausgebildet, zum anderen aber auch musikalisch und avancierte dann zu einem der besten Geiger seiner Zeit. Er hat etliche Violinkonzerte komponiert. Eines davon wird eben im Eröffnungskonzert Anne-Sophie Mutter mit dem Lucerne Festival Orchestra und Chailly aufführen. Bologne war
der Konzertmeister im Orchestre de la Loge Olympique, die auch Haydns Pariser Sinfonie in uraufgeführt hat, eines der bedeutendsten Orchester dieser Zeit. Aber er wurde in Frankreich auch noch wegen anderer Qualitäten gefeiert, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Er war ein legendärer Fechtmeister. Er galt als hervorragender Eisläufer, Reiter und Schwimmer. Und da er auch eine militärische Ausbildung genossen hatte, wechselte er nach der Französischen Revolution 1789 auf die Seite der Republik und führte eine Legion von 1000 Soldaten aus den Kolonien an. Also eine wirklich schillernde Persönlichkeit. Und wir haben ihn nicht nur im Eröffnungskonzert, sondern auch noch beim Mahler Chamber Orchestra, interessanterweise dann in der Kombination mit dem originalen Mozart. Eine Symphonie von Boulogne und Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Die beiden haben in Paris 1778 kurioserweise im selben Haus gewohnt, einige Wochen im Haus des Barons Melchior von Grimm. Aber es gibt leider weder von dem einen noch von dem anderen Zeugnisse über sie jeweilig. Man hätte gerne gewusst, was sie gedacht hätten. Die zweite Komponistin, auch schon erwähnt, Florence Price, eine Afroamerikanerin, geboren 1887 in Arkansas. Zu einer Zeit, als es für schwarze Musikerinnen fast unmöglich war zu reüssieren. Sie war eine Art Wunderkind, hat schon mit 4 Jahren erste Auftritte als Pianistin absolviert. Mit 11 hat sie komponiert, aber sie hatte es sehr schwer, sich durchzusetzen. Sie hat selbst gesprochen von ihren 2 Handicaps, nämlich zum einen in meinen Adern fließt schwarzes Blut, sagte sie, und zum anderen, dass sie eben eine Frau ist. Also war sie hauptsächlich als Klavierlehrerin tätig. Aber sie schaffte es immerhin, dass ihre erste Sinfonie, komponiert 1931, 2 Jahre später vom Chicago Symphony Orchestra uraufgeführt wurde unter Frederick Stock. Mit der dritten, die sie Sergei Kusewitzki andiente, hatte sie leider weniger Erfolg. Nach ihrem Tod 1953 hat man sie weitgehend vergessen. Aber dann passierte 2009 etwas Unglaubliches. Man verkaufte in St. Anna, Illinois, ein sehr verfallenes Haus, und in diesem Haus wohnte einst Florence Price im Sommer. Die Bauarbeiter fanden auf dem Dachboden überall stapelweise Noten von ihr. Und sie waren so klug, diese Noten nicht ins Altpapier zu geben, sondern sie auswerten zu lassen. Und so gewann man einen großen Teil des heute bekannten Florence Price Repertoires erst wieder zurück für uns. Wir werden also die erste Sinfonie von Florence Price hören mit dem Philadelphia Orchestra und Yannick Nézet-Séguin, die das gerade auch auf CD eingespielt haben. Aber zum anderen auch ein Stück, was in diesen Notenstapeln 2009 dabei war. Und das ist das Klavierquintett. Das führen Solisten und Solistinnen des Lucerne Festival Orchestra mit Kit Armstrong auf. Ja. Aber ich muss dich jetzt was fragen. Jetzt habe ich so lang gesprochen, sorry. Michael, ein ganz wichtiges Werk in diesem Sommer ist ja Porgy and Bess. Klar. Du hast es schon erwähnt. Ja. Warum? Was schätzt du daran so sehr? Ja, es liegt mir natürlich sehr besonders am Herzen. Auch durch meine Studienzeit in Amerika habe ich mich mit der immer mal wieder auseinandergesetzt, auch im Unterricht. Und es ist ja eigentlich die erste richtige große amerikanische Oper. Und George Gershwin war es ja extrem wichtig, dass es nicht als Musical irgendwo abgespielt wird, sondern er wollte es ganz klar als eine Oper. Und es lehnt sich ja sehr stark an den italienischen Verismo von einem Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini an. Und er führt es weiter auch mit dieser durchkomponierten Form. Es sind keine einzelnen Nummern, wie man meinen könnte, wenn man jetzt Summertime hört, das natürlich sehr berühmt geworden ist, das eigentlich zum Popsong fast aufgestiegen ist. Aber es war ihm ganz wichtig, und es war wohlgemerkt 1935, als er die Oper schrieb, dass es eben eine Oper ist. Und er hat Großes geleistet. Die Themen des Rassismus waren ihm persönlich und auch seinem Bruder Ira, der ja auch einen Text geschrieben hat, sehr wichtig, hier einen Schritt weiterzukommen und diesen Rassismus, der damals brutal war, es gab eigentlich keinen Weg aus ihm heraus, wirklich anzuprangern, zu kritisieren. Und er hat auch entschieden, dass nur schwarze Sängerinnen und Sänger auftreten dürfen. Das ist auch heute noch so, das ist fest in dem Manifest dieser Oper verankert. Und ich glaube, mit Alan Gilbert haben wir einen ganz tollen Spezialisten für diese Musik. Er war früher ja auch einige Jahre Chef der New York Philharmonic. Und er kennt die Welt dieser Musik unglaublich gut. Und das wird eine ganz tolle Performance. Mit Golda Schulz auch, unsere Artiste Etoile, die wird das berühmte Summertime singen.
Aber man darf nicht vergessen, der Grundstein der amerikanischen Oper liegt schon in Porgy and Bess. Ich meine, es gab vorher noch Virgil Thompson und ein paar andere. Aber das war die große amerikanische Oper. Und man denkt dann weiter an Leonard Bernstein vielleicht und natürlich heute auch mit John Adams. Aber das war eigentlich der wirkliche Beginn. Und was für ein Beginn es auch wirklich war. Kommen wir zu Antonín Dvořák, Susanne. Der hatte ja dann wesentlich früher den Auftrag, sozusagen den neuen nationalen amerikanischen Musikstil, die Musiksprache zu finden. Er als gefeierter großer Komponist aus Tschechien wurde ja quasi dann von den Amerikanern geholt, wie man das so macht. Und natürlich auch gut ausgestattet mit allen Möglichkeiten. Wir hören in diesem Jahr die 9. E-Moll, die Symphonie aus der neuen Welt. Aber es ist ja sehr umstritten, ob es ihm wirklich gelungen ist, diesen nationalen Stil zu definieren. Und der ist ja dann auch mit großem Heimweh wieder zurückgekehrt. Also ich bin der Meinung, es konnte ihm gar nicht gelingen. Denn die Frage, die sich als erstes stellt, ist ja, was ist amerikanische Musik? Ja? Ist das die Musik der indigenen Einwohner, die lange da waren, bevor die Europäer kamen? Ist es die Musik der früheren afrikanischen Sklaven, die geholt wurden? Ist es die Musik, die die europäischen Einwanderer mitbrachten? Und dann die Frage, ist es überhaupt erstrebenswert, so etwas wie eine amerikanische Nationalmusik herauszubilden? Also Dvořák hat aber Offenheit bewiesen, er hat sich Verschiedenstes angehört, er ließ sich indianische Melodien vortragen, er hat Spirituals studiert und er hat das Ganze, was er erlebte, dann eingefügt in ein sehr europäisches Sinfoniekonzept nach allen Regeln der Kunst und Gesetzen der Sonatenform auch. Es gibt diese Einsprengsel, zum Beispiel Spirituals, sehr bekannt. Das Seitenthema im ersten Satz leitet sich von Swing Low, Sweet Chariot ab. Da hat man so den direkten Einfluss. Aber es war irgendwo schon ein nachhaltiges Konzept und das sieht man an Florence Price. Wenn man diese erste Symphonie hört, total interessant, sie verwendet eigentlich Dvořáks Neue Welt, angefangen mit der Tonart, als Blaupause für ihre eigene Sinfonie. Nur wenn Dvořák etwas aus seiner Heimat, also ein Furiant oder was weiß ich was einbaut, dann nimmt Florence Price einen Juba-Dance. Oder sie schreibt im zweiten Satz dieser ersten Symphonie einen Choral und unterlegt den, ich dachte erst, ich höre nicht recht, mit einer afrikanischen Trommel, ja, die von beiden Seiten geschlagen wird. Und plötzlich gewinnt dieser Choral ein ganz anderes Kolorit. Aber der Mechanismus, ob ich das jetzt mit böhmischer Musik mache oder mit einer anderen, ist derselbe. Und insofern hat Dvořák schon Schule gebildet, würde ich sagen. Kommen wir zurück ins 20. Jahrhundert. Wir gehen ja dann gleich auch ins 21. Jahrhundert. 1949 die Komposition von Oliver Messiaens Turangalila-Symphonie, die einen ganz zentralen Bestandteil des diesjährigen symphonischen Programms bildet und mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen sicherlich eine unglaublich tolle Aufführung erleben wird. Esa-Pekka Salonen ist einer der Experten dieses Werks. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm gehört und er hat eine unglaubliche Transparenz, die er in das Stück hineinbringt. Er als auch Komponist natürlich, wie damals Pierre Boulez, kann man sagen. Da freue ich mich wahnsinnig. Und Yuja Wang wird die Solistin für den Klavierpart sein. Letztes Jahr Artist Étoile beim Luzern Festival. Jetzt kommt sie zurück mit Messiaens Turangalila-Symphonie. Ein Wahnsinnspart für das Klavier. Das vergisst man ja immer wieder, Susanne. Das vergisst man immer wieder, aber das Stück ist natürlich total interessant im Hinblick auf das Thema Diversität und zwar auf die musikimmanente Diversität, um die es uns ja irgendwo auch geht, weil sie ganz verschiedene Einflüsse und Momente aufgreift. Das fängt schon mit dem Namen an. Das ist ein Kompositum, was sich aus zwei Bestandteilen Turanga und Lila zusammensetzt. Beide stammen aus dem Sanskrit, aus der indischen Gelehrtensprache. Turanga übersetzte Messiaen mit Rhythmus, Bewegung, Tempo, Lila mit Spiel um Leben und Tod, göttliches Spiel oder auch Liebe. Aber in der Musik selbst sind es indische Rhythmen, die er verwendet. Er verwendet im Schlagzeugpart, in der Schlagzeuggruppe Anklänge an javanesische Gamelan-Ensembles. Wir haben aber auch Vogelstimmenmomente. Wir haben diesen Urahn aller elektronischen Instrumente, die Ondes de Martenot, die Martenot-Wellen dabei, die ja eigentlich schon ein historisches Instrument sind, wenn man die weitere Entwicklung ansieht. Und all das amalgamiert
Messiaen am Ende zu einem unglaublichen Freudenhymnus, der sicher eines der überwältigendsten, euphorischsten Finale ist. Und darauf freuen wir uns beide, glaube ich, besonders. Aber Michael, bevor wir auf das 21. Jahrhundert kommen, muss ich Ihnen noch eins sagen, und zwar eine aktuelle Programmänderung, die Sie auch noch nicht in der Vorschau haben. Das ist Cecilia Bartoli. Die hat sich entschieden, kein buntes Mozart-Programm zu machen, sondern die Oper La Clemenza di Tito aufführen. Sie als Sesto mit einer wunderbaren Besetzung um sie herum, Charles Workman in der Titelrolle, die großartige Lea Desondre als Agno, als Vitellia, Anna Prohaska. Und das hat natürlich auch mit den anderen Ereignissen mit zu tun, denn La Clemenza di Tito ist ein Werk, was für Versöhnung, für Frieden plädiert. Und es geht darum, dass die Situation eigentlich des Terrors ausgeräumt wird. Und das passt natürlich sehr gut zu dem, was wir im Moment erleben. Ja, und Cecilia hat ja gerade Zürich begeistert mit ihrer Italienerin in Algerien. Wir dürfen uns also sehr, sehr freuen. Und jetzt möchte ich ganz herzlich Anastasia Subrakova, eine wunderbare Geigerin, begrüßen. Sie führt uns jetzt hinein in die zeitgenössische Musik, in die Musik von heute. Sie hat letztes Jahr uns begeistert als Preisträgerin, als Gewinnerin des Fritz Gerber Awards, und sie wird Sie jetzt begeistern mit der Aufführung eines Werkes für Violine Solo von unserem Artist Étoile Titian Sorry, und das heißt For Conrad Tau. Liebe Anastasia, bitte. Vielen Dank, Anastasia. Das war ein fantastischer Beitrag und natürlich gleich ein Gefühl für Titian Sorry, der Artist Étoile. Ich darf jetzt Felix Herringsen, Leiter der Sparte Contemporary, und Marc Sattler, Dramaturg, Moderne,
bei Luzern Festival ganz herzlich hier begrüßen und Sie werden uns jetzt einführen in die Welt des 21. Jahrhunderts im Sommer 2021. Bitte. Ja, vielen Dank, lieber Michael. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sie wissen, die Lucerne Festival Academy wurde 2004 auf Initiative von Pierre Boulez und Michael Häfliger gegründet, mit dem Ziel, eine große Orchesterakademie zu lancieren, die sich insbesondere der Musik auch des 21. Jahrhunderts annimmt und junge, talentierte Künstlerinnen und Künstler auch dabei hilft, diese Skills zu lernen, die sie benötigen, um diese Musik zu spielen. Und in den letzten 17 bzw. 18 Jahren mittlerweile ist etwas unglaublich Tolles daraus entstanden. Unser Academy-Netzwerk, weit über 1000 Komponistinnen, Instrumentalistinnen, Dirigentinnen haben sich zusammengefunden und bilden das Rückgrat aller Aktivitäten, die wir im Sommer und neu auch im Herbst mit dem neuen Forward Festival veranstalten und produzieren. Wir haben auch in diesem Jahr für unsere gut 100 Plätze, die wir alljährlich vergeben dürfen, über 600 Bewerbungen erhalten. Wir haben die Qual der Wahl, die talentiertesten jungen Leute auszuwählen und mit ihnen arbeiten zu dürfen. Sie kennen das Konstrukt der Lucerne Festival Academy. Wir haben das große Orchester, das rund 85 Personen umfasst. Wir haben unser Composer-Seminar und wir haben unser Conducting Fellowship. Beim Conducting Fellowship haben wir die Möglichkeit, 4 jungen Dirigentinnen und Dirigenten den Zugang zur neuen Musik zu ermöglichen, mit Thomas Adès zu arbeiten, unserem Composer in Residence, aber in diesem Jahr auch neu mit einem eigenen Conducting Coach. Jonathan Stockhammer ist bei uns und betreut die jungen Dirigentinnen und Dirigenten. Alleine für diese 4 Positionen haben wir über 270 Bewerbungen bekommen. Also ich denke, das ist ein Indiz dafür, dass das wirklich sehr wertvolle Arbeit ist, die hier auch geleistet wird. Aus diesem ganzen Rückgrat, Sie wissen es, haben wir im letzten Jahr das neue Lucerne Festival Contemporary Orchestra, das LFCO, ins Leben gerufen, mit der Idee, auch einen starken Fokus auf die nachhaltige Förderung und die sozusagen im Lucerne Festival-Universum eine Förderung unserer eigenen Leute zu gewährleisten. Und wir haben deshalb uns entschieden, das Forward Festival so zu gestalten, dass die Mitglieder des Lucerne Festival Netzwerk das selber kuratieren. Wir haben dieses Jahr das erste Mal mit unserem neuen Contemporary Leaders Programm die Möglichkeit, ehemalige Akademisten als Coaches zurück in die Akademie zu holen, als Ergänzung zu unserer Guest Faculty, unseren Guest Coaches, 15 an der Zahl, die aus den renommierten Ensembles dieser Welt nach Luzern reisen, um mit den jungen Künstlern zu arbeiten. Sie sehen, wir legen nach den nächsten 17 Jahren, in dem wirklich der Aufbau dieses Academy-Netzwerks extrem erfolgreich betrieben wurde, jetzt einen sehr starken Fokus auf die nachhaltige Förderung dieser jungen Talente. Das Lucerne Festival Orchestra wird sich in diesem Sommer musikalisch sehr stark auch Tish and Sorry, unserem Artist Etwal und dem Composer in Residenz Thomas Adès widmen. Unser erstes Late-Night-Konzert, mit dem wir in Erscheinung treten im Sommer, widmet sich gleich beiden Persönlichkeiten. Auf der einen Seite hat Tish and Sorry ein neues Saxophonkonzert geschrieben im Auftrag von Lucerne Festival für den Saxophonisten Tim McAllister. Und wir hören im Werk In 7 Days von Tom Adès Kirill Gerstein am Klavier mit diesem Werk für Klavier, Orchester und Videoproduktion, das wir im Luzerner Saal zeigen werden. Das Ganze steht unter der Leitung der Dirigentin Elena Schwarz, ebenfalls eine bekannte Persönlichkeit aus dem Lucerne Festival-Umfeld, die bereits mit dem Conducting Fellowship in Erscheinung getreten ist. Wir haben dann einen ganzen Block, den wir Sorry widmen, mit seinem Projekt Autoskediasm. Das ist eine Form der Orchesterkommunikation, die sich im Zwischenraum zwischen freien Improvisationen und geschriebenen Spielanweisungen bewegt. Es geht sozusagen um Live-Kompositionen im weitesten Sinne.
Und Sorry wird mit dem Orchester sehr intensiv über fast 14 Tage an dieser Sprache arbeiten. Er wird mit den Musikerinnen darüber sprechen, mit welchen Gesten er welche Klänge erzielen möchte. Teile davon sind in Anweisungen schriftlich fixiert, andere Sachen sind Improvisationen. Und aus dem raus, er selber wird das leiten, steht sozusagen am Pult, aus dem wird sich eine Klangwelt generieren, die sich den dann im Late-Night-Konzert umgebenden Situationen anpasst. Sie werden im selben Konzert Sorry auch als Schlagzeuger erleben. Er ist nicht nur Komponist, Dirigent, er ist auch Multi-Instrumentalist. Wir haben dann einen Fokus auf Tom Adès mit der großen Roche Commission, die wir vergeben durften, für das neue Violinkonzert, das sie für Anne-Sophie Mutter schreibt, das das Lucerne Festival Contemporary Orchestra uraufführen wird, bei dem Adès auch selber am Pult steht, ergänzt mit Stravinsky und Lutosławski. Das wird eines der Highlights sein dieser Sommerakademie. Wir werden nach dem Konzert in Luzern mit diesem Programm auch nach Köln reisen und in der Philharmonie noch ein Gastspiel geben. Nicht mit dem Konzert. Entschuldigung? Mit dem anderen Konzert. Das ist ein berechtigter Hinweis. Es ist nicht das Konzert, mit dem wir noch ein Gastspiel geben, das ist gut zu wissen. Ich hoffe, ich habe es richtig organisiert. Wir haben nämlich noch ein weiteres Konzert, das ich fast vergessen hätte, lauter all diesen Sorry und Thomas Adès Konzerten. Wir widmen uns auch unseren Geburtstagskindern, Dieter Ammann und Wolfgang Riem. Danke, Marc, für den Hinweis. Wolfgang Riem wird 70, Dieter Ammann wird 60. Beide haben, wie Sie alle wissen, eine sehr starke Beziehung zum Lucerne Festival. Und mit dem Konzert, mit Diskontur von Wolfgang Riem und mit dem Triptychon von Dieter Ammann wir nach Köln. So wurde es, glaube ich, publiziert, und schließen dann unsere Akademie ab. Das ist der Teil der Akademie, den wir machen. Das Composer-Seminar hat auch eine neue Dimension erhalten. Was ich vorhin erwähnt habe mit der nachhaltigen Entwicklung unserer eigenen Talente, ist es uns gelungen, mit dem JEMA-Ensemble bzw. mit der Internationalen Ensemble Moderne Akademie in Frankfurt eine enge Partnerschaft einzugehen, die auf 2 Säulen aufbaut. Auf der einen Seite wird das JEMA-Ensemble uns diesen Sommer in Luzern besuchen und wird die Werke des Composer-Seminars einstudieren und aufführen, dies unter der Leitung unserer Dirigenten des Conducting Fellowships. Und auf der anderen Seite werden wir, bzw. haben wir diesen Februar bereits das erste Mal Composer-Seminar-Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Frankfurt, in der Alten Oper, bzw. diesem Jahr in der Oper, im Rahmen der Konzertreihe Happy New Years präsentieren können. So haben wir einen engen Austausch mit Frankfurt und Luzern. Was wir sonst noch tun, beziehungsweise wie wir zu Taishan Sorry kamen als Artist Etwal und was wir mit Tom Adès vorhaben, was wir sonst noch machen, wird Ihnen mein Kollege Marc Satter noch ein bisschen ausführen. Ja, wie ist das zu Taishan Sorry gekommen als Artist Etoile? Das hat begonnen 2015, haben wir mit Olga Neuwirth gesprochen haben über ihr Stück Eleanor. Das ist eine Hommage an Billie Holiday, was wir 2016 programmiert haben. Und das ist eigentlich für Taishan Sorry geschrieben. Schlagzeug, Bluessängerin und Ensemble. Taishan konnte aber nicht im Sommer 2016. Das Stück hat dann Lukas Nigli gespielt. Und wir haben das dann 2018 in New York nochmal gespielt mit Matthias Pinscher. Und da konnten wir mit Taishan zum ersten Mal zusammenarbeiten. Und dann haben wir diesen tollen Musiker kennengelernt. Der ist am meisten bekannt wohl als Jazz-Schlagzeuger. Aber wir haben einen Musiker kennengelernt, der sich mit der ganzen westlichen Musik, Boulez, Lachemann, extrem gut auskennt. Und wir haben gemerkt, das ist ein ganz spannender Komponist. Und wir sind total dankbar, dass wir jetzt in dieser Artist Etoile-Funktion ganz verschiedene Dinge abdecken können. Er wird also als Perkussionist in Erscheinung treten in einem Stück, das er für sich und das Jack-Quartett schreibt. Er wird als Komponist des Saxophonkonzertes, er wird als Dirigent in Erscheinung treten und wird auch in diesem Autos Kiliassen-Projekt
das er leitet, wird er auch eine Schlagzeug-Solo-Improvisation machen. Das heißt, hier spüren wir eigentlich das Thema Diversität oder auch dieser ganze Pluralismus, den die Musik ausmacht, vereinigt in einem Menschen, der jetzt nicht in diese Schubladen so einfach einzuordnen ist. Und I want to quote Chichi. You mentioned yesterday in our talk, music is not discriminating. Yes, it's basically the system and the structures we have built upon it who makes this discrimination. And das ist etwas, was ich finde, was wir auch gelernt haben, wenn wir so einen Musiker kennenlernen, den wir zuerst nur als Jazz-Schlagzeuger ansehen, aber auf einmal merken, hallo, was hat der denn für ein Potenzial? Das sind so Geschichten, wie so Programme auch entstehen. Eine andere Programmentstehung mit Thomas Ades. Sie wissen, wir haben guten Kontakt zu Ann-Sophie Mutter. Und auf einmal hat Michael Häfliger von Ann-Sophie Mutter gehört, sie wünscht sich ein Violinkonzert von Thomas Ades. Thomas Ades ist mit 51 Jahren schon einer der weltbekannten englischen Komponisten. Er wird überall gespielt. Er ist Opernkomponist, er schreibt Symphonien, er schreibt Instrumentalkonzerte. Und Ann-Sophie Mutter hat mit ihm als Dirigenten Brahms zusammengespielt, Brahms Violinkonzert. Und hat sich dann eigentlich sozusagen in den Musiker Thomas Ades verliebt und gesagt, Tom, bitte schreib mir ein Violinkonzert. Und dann kann man auch dann mit verschiedenen Konstellationen, die wir haben, eben mit Roche als Sponsor, der Roche Commission, alle 2 Jahre ein großes Auftragswerk an einen bekannten Komponisten geben, dann kann man so eine Idee auf einmal in eine Wirklichkeit bringen. Und es ist was ganz Besonderes für uns, dass wir nach 2016, als Ann-Sophie Mutter schon einmal mit unserer Akademie gearbeitet hat, sie jetzt wieder 2020 begrüßen zu dürfen, dass sie auch bereit erklärt, die Uraufführung, auch Thomas Ades natürlich sich bereit erklärt, die Uraufführung mit uns, mit unserem Lucerne Festival Contemporary Orchestra zu machen. Das ist was ganz Besonderes. Und bei Thomas Ades ist auch so etwas, ein chamäleonartiger Komponist, der ganz verschiedene Stile auch aufnimmt, auch teilweise diese jazzartigen Idiome, den Blues, den Foxtrot, den Tango. Und der auch sozusagen wie jeder Composer in Residenz immer auch den Sommer prägt, beziehungsweise auch die Akademie prägt. Und wir haben also unter seinem Dirigat zum Beispiel Lutosławski, die 3. Sinfonie, zum ersten Mal im Programm. 1983 geschrieben fürs Chicago Symphonieorchester, aufgeführt von George Solti, uraufgeführt. Diese Symphonie war noch nie in Luzern bei uns im Festival. Sie ist auch noch nie in der Akademie bis jetzt programmiert worden. Und so können wir eben auch durch solche Zusammenarbeiten immer auch die Themen des jeweiligen Composer in Residence beziehungsweise auch hier des Dirigenten Thomas Ades aufnehmen. Übrigens, bei Lutosławski gibt es auch schon eine gewisse Art von Freiraum, die sogenannte aleatorischen Passagen in seinen Kompositionen, wo die Musiker auf einmal mal raus aus dem festen Taktkorsett genommen werden und eine Passage haben, eine Figur haben, die sie in ihrer eigenen Phrasierung, eigenen Rhythmisierung über eine Zeit lang spielen. Das macht Lutosławski-Musik auf einmal auch zu etwas ganz Vibrierenden und hat eine ganz besondere kompositorische, musikalische, klangliche Ausformung, die auch dann wiederum etwas zu tun hat mit dem, was Tyson macht, wenn er dieses Conducting macht und auch mit den Musikern Freiheiten gibt, zu improvisieren und da etwas gemeinsam zu schaffen. Also da gibt es dann teilweise auch interessante Verbindungen. Jetzt möchte ich noch kurz zu unseren Geburtstagskindern etwas sagen, wie wichtig auch so eine Art Composer-Seminar ist, das wir jedes Jahr mit Wolfgang Riem und Dieter Ammann machen. Dieter Ammann hat 1997 sozusagen einen Vorläufer des Composer-Seminars in Luzern besucht. 1997 war Wolfgang Riem Composer in Residence hier beim Lucerne Festival und er hat ein Seminar gegeben. Dort waren Michel Roth, Andreas Catazzini und Dieter Ammann, Reto Biri, verschiedene wichtige Schweizer Musiker, die jetzt gestandene Komponisten sind. Und Dieter Ammann hat durch dieses Seminar
sich Wolfgang Riem kennengelernt und er hat als Anlehnung an Wolfgang Riems gejagte Form, hat er gehörte Form für Streichtrio geschrieben. Dieses Streichtrio haben Mitglieder des Berliner Philharmonischen Orchesters im Sommer 2005 Pierre Boulez vorgespielt. Dieter Ammann war damals noch relativ unbekannt. Boulez kannte ihn auch nicht. Ich war dabei, als der Boulez war sehr fasziniert von diesem Streichtrio gehörte Form, was dann dazu geführt hat, dass Dieter Ammann Composer in Residence 2010 wurde und Pierre Boulez eines der, wir haben das Triptychon, was wir jetzt auch im Sommer 2022 spielen, hat Pierre Boulez 2010 zum ersten Mal komplett aufgeführt bei uns mit der Luzern Festival Academy und wir haben auch ein Stück davon, Turn, als Auftragswerk vergeben. Und dieses Triptychon kommt jetzt 2022 wieder zusammen in einem Programm, wo Dieter Ammann zum 60-jährigen, Wolfgang Riem zum 70. auch zusammengeführt werden. Es ist eine tolle Freundschaft entstanden, es ist eine tolle Zusammenarbeit entstanden, hier über die Jahre. Diese Konzerte für Dieter Ammann, wo wir auch übrigens diese gehörte Form spielen, mit dem Ensemble Recherche, mit einem Stück von Wolfgang Riem, Chiffre 4, mit einem Co-Auftrag an Helmut Lachemann, Streichtrio, sind wir sehr gespannt drauf. Das soll in Witten uraufgeführt werden und da haben wir die Chance gehabt, eben tatsächlich auch eine Konstellation zu schaffen, dass wir in vielen Programmen Dieter und Wolfgang so zusammenführen können. Wir sind auch sehr froh, dass wir endlich nach 3 Jahren das Klavierkonzert von Dieter Ammann in dem Resonanzkonzert der Ernst von Diemitz Musikstiftung, das wir in Kooperation mit dieser Zuger Musikstiftung machen, endlich aufhören können. Das kommt Susanna Melki mit dem Helsinki-Orchester. Susanna Melki hat das Klavierkonzert uraufgeführt, hat es seitdem auch schon mehrfach dirigiert. Es ist sozusagen ihr Stück und das Stück von Andreas Häfliger. Es ist diesen beiden geschrieben. Wir sind froh, dass wir dieses Programm von 2020, war das schon angesetzt, wir mussten es damals wegen Corona verschieben, dass wir das jetzt hier im Sommer als Resonanzkonzert hören können. Das ist sozusagen, endlich kommt dieses ganz, ganz bedeutende Werk von Dieter Ammann auch in die Schweiz, das Klavierkonzert von Dieter Ammann. So viel nochmal als Hintergründe von meiner Seite und ich gebe zurück an Michael. Ja, vielen Dank, Felix und Marc. Sie sehen, das 21. Jahrhundert spielt eine unglaublich große Rolle und setzt immer wieder neue Dimensionen, in Verbindung natürlich auch zum 20. und zum 19. und 18. Jahrhundert. Und das ist das Faszinierende. Und die große Brücke, die wir schlagen, schlagen wir auch im Bereich Music for Future, wo unsere Projekte für die Jugend und mit der Jugend, Förderung junger Künstlerinnen stattfinden. Ich darf an meine Kollegin Christiane Weber übergeben und Sie auch herzlich begrüßen. Christiane, was erwartet uns im Sommer? Ja, die Reihe Music for Future kennen Sie. Wir subsumieren unser Engagement für die Jugend unter dieser Säule. Wir haben wieder unsere Debütkonzerte, in denen wir junge Künstler auftreten lassen, von denen wir erhoffen, dass sie eine schöne Karriere machen. Es gibt viele Namen, die sind jetzt noch unbekannt, aber es gibt natürlich viele Namen von Künstlern, die jetzt bei uns auftreten und auch einmal ein Debüt gespielt haben. Sehr schön war für uns da zu sehen, dass das Thema Diversity dort sehr schnell aufgenommen und umgesetzt wurde. Einige der Komponisten, schwarzen Komponisten, oder auch die anders diversen Komponisten sind gerade in diesen Debütprogrammen zu sehen. Mischka, haben Sie ja schon gehört, sie wird ein Debüt spielen am 25. August. Wir haben große Sinfoniekonzerte mit jungen Künstlern. Das sind die vor dem offiziellen Eröffnungskonzert. Dieses Mal unter anderem das amerikanische Jugendorchester dabei. Da erhoffen wir auch, dass wir ein junges Publikum ansprechen können, ebenso wie mit den Familienkonzerten, die meistens auch noch inszeniert sind. Also wir haben einmal diese klassischen Konzerte für die Jugend, wie aber auch die inszenierten Konzerte. Ebenso Schulklassen sprechen wir mit diesem
Umfeld an. Neu werden wir auch das Straßenfestival, bei dem das Thema Diversity schon immer stark vertreten war, werden wir auch mit den Straßenmusikern in die Schulen gehen, um hier nochmal diesen Fokus auch in die Schulen zu bringen. Wir haben natürlich unsere Reihe 40 Minutes mit dem Lucerne Festival Orchester, mit dem LFCO und spannenden Künstlern und Programmen. Und wir haben Talks, unter anderem auch nochmal mit Chichi, bis hingespannt zum NZZ-Podium, bei dem auch Golda Schulz teilnehmen wird. Insofern ist es ein großes Feld. Die Namen hier muss ich, glaube ich, gar nicht einzeln nennen. Es sind sehr viele spannende kleine Sachen dabei, wo man auch so ein bisschen schauen muss, wie passt das zu dem ganzen Umfeld. Aber das Thema Diversity ist hier natürlich besonders spannend umgesetzt. Ja, vielen Dank, Christiane, für diesen tollen Einblick. Und wir kommen jetzt noch zu einem Schlusspunkt. Der findet in einem Monat statt, nämlich unser neues Frühlingsfest mit dem Luzern Festival Orchestra. Seiner zweiten Residenz in Luzern unter der Leitung von Riccardo Chailly findet ein ganz tolles Mendelssohn-Fest statt, das viele Bezüge von Mendelssohn auch zu seinen Zeitgenossen setzt und kreiert. Susanne. Du sagst es, geht nicht um Mendelssohn pur, wie man vielleicht bei dem Titel Mendelssohn-Fest vermuten könnte, sondern es geht darum, die Zusammenhänge zu seinen Zeitgenossen zu zeigen, zu seinen Bewunderern, zu seinen Verächtern, Feinde und Freunde. Also wir haben zum Beispiel Mendelssohn und Wagner, eine besonders heikle Kombination. Wagner hat ja diese Schmähschrift verfasst über das Judentum in der Musik, in der er Mendelssohn furchtbar schrecklich beschrieben hat, erschienen und geschrieben erst nach Mendelssohns Tod. Wir bringen aber die musikalischen Zusammenhänge zu Gehör und zeigen, wie sehr Wagner in Wahrheit von Mendelssohn umgekehrt Doch, richtig, wie sehr Wagner von Mendelssohn beeinflusst worden ist. Dann gibt es die Kombination der Freunde, Mendelssohn und Schumann im Kammerkonzert und schließlich zwei ganz verschiedene, finde ich ein besonders schönes Programm, Persönlichkeiten, die aufeinanderprallen im Programm, Mendelssohn und Berlioz. Die beiden haben sich kennengelernt in Italien 1831 oder war es 1830, haben sich verstanden, sind zusammen durch die Campagna geritten, haben die Caracalla-Thermen besucht und so weiter, aber künstlerisch trennen die, ästhetisch trennen die natürlich Welten. Wie das zusammengeht, das werden wir bei diesem Festival hören. Und Riccardo Chailly hat uns ein Statement dazu geschickt. Das hören wir uns jetzt noch an. When we had this horrible suspension of 1.5 years with Michael Hefliger, we thought how to get in front of us a plan to meet the orchestra twice a year, not only in the August period in Lucerne for the festival. And the idea came to really build something around the gigantic personality of Felix Mendelssohn Bartholdy and all his symphonic repertoire, surrounded by composer which had anyway relationship to his music, if not sometimes influence on his music. Given my long time in Leipzig as a Gewandhauskapellmeister, I had developed there my own research and study for Mendelssohn's music. That will bring, in this festival in Lucerne, performances of different versions. The Fifth Symphony will be in the Urfassung, which Maestro Hogwood put together a few years ago in the Berenreiter edition. The Mendelssohn Third Symphony in the Urfassung, which is seldom played. The Fourth Symphony in the second version. I remember, and I want to just underline the surprise when in Leipzig we played this second version. I said, but everybody know and memorize every note of the first version. Why the second version? Because he neglected it. Mendelssohn neglected the work and he did not allow it to be published. In fact, the second version is surprising for hazardous harmony grounds, but also for sometimes an alarming simplicity compared to the first version. Basically, I think it's a very interesting new move which Michael encouraged me to consider and to take over as interpreter, because I think the weight of the composition of these composers
we didn't mention Richard Wagner. The first program will open with a Luzerner composer, which is so important to this city, with a Parsifal overture, a prelude. And I think it's important to make the bridge between Parsifal prelude and the Mendelssohn Fifth Symphony because of the Dresden Amen, which Wagner quoted in the overture exactly half a century after Mendelssohn composed it. And I think this is an important point of reference in a way, as well as Berlioz with the Nuit d'été. I mean, there are many parallel links to Mendelssohn music. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte Danke sagen, vor allem auch Ihnen, verehrte Medienschaffende. Wir kennen uns, einige von uns schon seit Jahren und immer wieder in neuen Herausforderungen. Wir haben viel erlebt und wir haben gerade gehofft, dass wir jetzt über Corona hinweg sind und bumm, sind wir schon wieder in einer neuen Situation. Also unsere Zeit fordert uns und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber ich möchte Ihnen wirklich ganz herzlich für das Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit danken. Und auch meinem Team, das heute hier präsentiert hat, aber auch das Team hinter der Bühne, die man nicht sieht, die unendlich viel leisten. Auch an das PR-Team, das diese Konferenz wieder hervorragend vorbereitet hat. Ja, wir sind immer auf dem Weg. Wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln. Das gelingt manchmal mehr und manchmal auch weniger. Und jetzt mit Diversity sind wir voll in der Gesellschaft. Die Frage ist immer, soll ein schönes Kunstfestival sich mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen? Ja, die Frage müssen Sie mir nicht stellen, weil ich beantworte sie ganz klar mit Ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich mal früher beim Davos-Festival das Thema Dämonie in der Kunst gebracht habe. Das hat dazu geführt, dass mir die versammelte evangelisch-reformierte Kirchgemeinde von Davos und Landschaft Davos versagt hat, die Kirchen zu bespielen. Das war damals gar nicht so lustig. Das passiert in Luzern nicht. Luzern ist da vielleicht ein bisschen doch urbaner in der Weltauffassung. Aber ich glaube, man soll das, man darf das. Und es ist auch eine Aufgabe des schönsten Festivals der Welt, am schönsten Ort der Welt, solche Schritte zu machen. Das müssen wir tun. Da bin ich überzeugt, heute mehr denn je. Wir sehen, was auf der Welt sonst passieren kann, wie eine Welt, ein Teil der Welt, die so nah von uns ist, in die absolute Barbarei, Diktatur verfällt. Das ist grässlich. Ich möchte aber auch ganz, ganz herzlich unseren wichtigen Partnerinnen danken, unseren Hauptsponsoren, der Credit Suisse, der Kühne Stiftung, Roche, der Deco Group und der Zürich Versicherung. Sie unterstützen uns auch seit Jahren unnachgiebig, auch in unserem Bestreben, tolle künstlerische Projekte zu realisieren, gerade auch in der zeitgenössischen Moderne oder zum Thema Nachhaltigkeit und Jugendförderung. Ganz, ganz wichtige Partnerinnen von uns, die uns helfen, unsere künstlerischen Träume immer weiter zu denken. Vielen Dank Ihnen und ich darf jetzt das Wort an Nina Steinhardt übergeben und dann noch zum Schlusspunkt an Mischka Rastimomen. Nina. Wir sind am Ende der Veranstaltung angekommen. Haben Sie Fragen zur Präsentation? Keine Fragen. Dann freuen wir uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen gleich. Und ich möchte Ihnen auch ganz herzlich danken für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Wir hören jetzt noch einmal Mischka Rastimomen mit einem Werk von Robert Schumann, der Romanze Nummer 2 in Fis-Dur.
Thank you.